hier ist es, das Highbike Tracking 6.0, S-Duo 6.0. Und es hat ein ganz neues Akkusystem eingebaut. Das wird uns gleich mal der Andi erzählen. Er steht nämlich hier schon bereit. Er hat erzählt, ich kenne mich mit einer Sache richtig gut aus. Das ist Highbike. Grüß dich, Andi. Hallo. Highbike, gute Marke? Highbike ist eine sehr gute Marke, ja. Warum? Ja, weil sie einfach robuste, coole Räder bauen, die also wirklich jeder fahren kann. So, wir fangen mal direkt von vorne an. Guckt euch mal diese Lampe an, die hier eingebaut ist, ja. Denn das ist ein Projektionssystem, was mit drin ist, was richtig tolles Licht macht. Es nennt sich Skybeamer. Ja, und wenn du mal so lieb bist, mal gerade das Licht anmachst, denn das Licht wird vom Akku gespeist, wird auch am Bedienteil angeschaltet. Und es hat ein richtig, wie man das kennt, ein Projektionslicht vom Auto, was richtig, richtig toll ist und richtig hell macht. Ich zeige es mal gerade hier auf der anderen Seite, da kommt es an. Und jetzt ist hier hell. Man muss sich das mal vorstellen, abends. Gibt es auch Fernlicht, frage ich mal? Leider nein. Ist nicht so schlimm. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Licht. Das Thema Licht wird immer wichtiger, oder? Das stimmt, ja. Weil es einfach zur Straßenverkehrsordnung gehört und viele mittlerweile mit den alten Lampen nicht viel gesehen haben, mit den 20, 30 Lux. Hier habe ich halt 150 Lux. Von daher also sehe ich da wirklich mal auch was, wenn ich durch einen Wald fahre. So, das Ganze wird aus dem Akku gespeist. Das heißt, wenn ich auch stehe, habe ich die Sicherheit nicht nur aus einem kleinen Kondensator, der 10 Sekunden hält, sondern es bleibt einfach an. Genau so ist es. Ich habe halt, solange mein Akku vom Rad läuft, solange habe ich Licht. Und selbst wenn der Motor abschalten würde, weil einfach zu wenig Kapazität jetzt da wäre, um den Motor drehen lassen zu können, hätte ich noch 2 Stunden Licht, um heimzukommen. Also das besser geht es eigentlich gar nicht. Okay, das heißt, selbst wenn der Motor sich nicht mehr dreht, der abschaltet, es ist so immer getimed, der Hersteller achtet drauf, das Licht geht immer noch. Genau so ist es. Sodass ich halt die Möglichkeit habe, an einer Steckdose zu kommen, und das habe ich, indem ich 2 Stunden quasi Licht noch habe. So, ich zeige mal was. Das ist ein richtig schickes Fahrrad. Ja. Wir gehen gleich mal auf das Akkusystem ein, aber allein die Optik mit dem, ich sag mal, bronzefarbenen, den 2 Graustufen mit allem drum und dran und dem neuen Akkusystem, auf das wir gleich mal eingehen werden, was wirklich revolutionär ist, das ist wirklich toll. Schönes Bike, oder? Ja, wird mir selber gut gefallen. Selber gut gemacht. Es hat eine richtig tolle Schutzausstattung, unter anderem einen ganz großen Gepäckträger mit drauf und es hat Schutzbleche. Die kommen wieder zurück. Die sind aus Metall? Die sind aus Kunststoff. Die sehen aus wie Metall. Ja, das ist aber Kunststoff. Richtig edel, oder? Genau. Sind aber schön leicht halt dadurch, weil sie aus Kunststoff sind. Sind aber mit so einer Glanzlackierung gemacht, also so, dass sie wirklich edel zu dem Fahrrad passen. So, jetzt, der Vorteil ist ja, wenn es jetzt wirklich mal regnet, ja, abgesehen davon, dass ich Scheibenbremsen habe an dem Fahrrad, das heißt, man kennt das ja, es quietscht, es wird laut, ja, die normalen Backenbremsen greifen nicht zu, all das hat Scheibenbremsen nicht, ja, die kommen relativ schnell, also auch wenn es regnet, oder? Genau so ist es. Ich habe eigentlich immer zuverlässig meine Bremsleistung. So, wir gehen mal auf so Details ein. Das Display, das habe ich noch nie gesehen, das ist ja ein Hammer. Ich mach's nochmal aus, weil das ist eigentlich schon cool, wenn das hochfährt. Wie gesagt, das ist die ganz neue Generation, die gibt es erst seit diesem Jahr. Und wie gesagt, also er präsentiert sich, sagt Hallo, und wenn er dann hochgefahren ist, habe ich jetzt eine ganz andere Aufteilung, wie ich also früher waren da eigentlich so längliche Displays drauf, die also wirklich oft nicht gut ablesbar waren. Also das hier kann ich richtig gut ablesen. Auch wenn ich schlechte Augen habe. Genau so ist es. So ist es. Das ist auch sehr gut beleuchtet, also selbst bei richtigem Sonneneinschlag ist es reflektierend, es funktioniert, also je mehr Sonne ist sogar fast noch besser, muss man sagen, ja, das ist klasse. Aber es hat einen ganz tollen Bedienhebel, der ist auch neu. Genau, das ganze System ist ganz neu aufgelegt worden von Yamaha, weil die vorhergehenden, wie gesagt, etwas günstiger ausgeschaut haben. Also was wie wenn ich es billig oder billig. Baumarkt. Ich habe den Vorgänger. Genau so ist es. Also haben viele verglichen damit mit Baumarkträdern in dem Sinne. Ist ja nicht negativ, aber ich sage nur, es sah halt billig aus und das hier ganz edel. Das ist wirklich edel gemacht, ja. Also ich habe hier quasi wieder die ganz normalen Stufenverstellungen mit den Auf- und Abstellhebel hier. Ich habe die Select-Taste in dem Sinne, da kann ich unten verschiedene Durchschnittswerte vom Display quasi noch auswählen, wie jetzt zum Beispiel, das ist ja die Cadenz, also sprich die Drittfrequenz, in dem Sinne kann ich mir anzeigen lassen. Ich habe ja meine Tageskilometerzähler quasi, die Tageszeit in dem Sinn, also wie lange das ich gefahren bin. Mehr oder genauso, weniger. Ja, Gesamtkilometer in dem Sinn.
Ja, also kann da einiges halt auslesen. Ich kann hier auch wieder meinen Akku ablesen, mit Prozentanzeige sogar. Was ich scharf finde, ist hier allein die Taste für die Lampe an der Seite. Ja. Die ist wie beim Auto, hat jetzt eine richtige Lampentaste mit den gleichen Symbolen. Genauso ist es. Ich kann hier also draufdrücken, dann dimmt sich das ab, weil man beim Lichtbetrieb selber, also normalerweise ist es dunkel, dann könnte das blenden, das Ganze, und deswegen dimmen die das quasi ab, wenn es Licht an ist. Gut. Ja, vorne ist die Schaltung, die ist direkt unten drunter. Ich zeige es mal gerade. Ich habe hier 2 Kettenblätter. Jawohl, ich habe vorne 2 Kettenblätter, sprich ich habe 20 Gänge zur Verfügung. Ja, das schauen wir uns mal gerade mal ein bisschen näher an. Trotz Motor, das gibt es, glaube ich, nicht bei vielen Herstellern, dass vorne 2 gehen, gell? Ja, das ist also einer der wenigen, die das haben, ja. Mal kurz hier reingehen. XT-Schaltung, XT, was Gutes? XT ist eigentlich so die zweithöchste Stufe, ja, von Shimano. Darüber gibt es eigentlich nur noch XTR. Ich habe selber eine XT auf einem viel teureren Bike und deswegen bin ich schon fast neidisch, dass die hier eine XT verbaut haben. Das heißt, hier habe ich wirklich eine High-End-Schaltung drauf. Also schon, ich sag mal so, die E-Klasse unter den Schaltungen. Noch nicht die S-Klasse, aber die E-Klasse. So ist es, genau. So, aber ich hab, wie viele Blätter habe ich? 10-fach, also 10 Kettenblätter hinten, 2 Kettenblätter vorne. So, das ist direkt da. Das Ganze muss man auch vorne nicht schalten. Also ich kann auch vorne einfach vergessen, wenn ich will. Ich habe einen sehr starken Motor, aber das lernt man so nach und nach mit beiden zu arbeiten. Ja, normal kommen die Leute sogar besser zurecht damit, weil es einfach vom normalen Fahrradfahren abgeleitet ist. Also bei einem normalen Mountainbike hätte ich jetzt zum Beispiel auch vorne 2, hinten 10 oder vorne 2, hinten 11 oder irgend sowas. Und deswegen ist es eigentlich so das natürlichere Fahren. Ne? Das Fahrrad lässt sich auch sehr gut fahren ohne Motorbetrieb. Sollte der Akku mal ganz leer sein, man kann es ganz normal fahren? Genau, weil der Motor selber ohne Getriebe ist. Also das ist eigen. Der läuft frei, oder? Der läuft komplett frei. Also wenn ich es antippe, sage jetzt mal, das ist eigentlich der ganze Widerstand, den ich da zu treten habe. Und das rollt also wirklich nach. Ich mache das wirklich ganz vorsichtig hier. Also ihr verkauft viele Bosch-Fahrräder, da ist das, glaube ich, noch nicht so. Da ist noch ein bisschen Widerstand. Das kommt auf den Motor mit drauf an, aber stimmt, es ist mehr Widerstand als jetzt hier. Okay, das heißt, wenn der Motor mal ausfällt oder ich lasse einfach mal die Batterie zu Hause, aus welchem Grund auch immer, weil zum Beispiel der Ehemann die zweite Batterie mitgenommen hat, dann habe ich es relativ einfach zum Fahren. Ja? Ich habe sehr, sehr große Laufräder hier drauf. Ja, aber dazu noch eins, es ist ja auch so, dass ich mal über 25 fahre und da schaltet ja quasi der Motor ab. Und dann habe ich halt beim anderen Herstellern, sage ich jetzt mal, das Problem, dass ich wie gegen eine Wand trete. Gegen die Wand. Ja, und hier habe ich halt freies Fahren. Also ich habe das Ganze wie bei einem ganz normalen Fahrrad in dem Sinn und merke den Motor gar nicht mit. Okay, das heißt, die Wand ist ein bisschen kleiner. Die Wand ist etwas kleiner, genau. Okay, verstanden. Ja. Laufräder, die sind sehr, sehr, ich zeige das mal gerade, also im Gegensatz zu jetzt einem Mountainbike habe ich hier sehr, sehr schnittige Laufräder, die ich mit hohem Druck fahren kann. Das heißt, ich habe wenig Rollwiderstand. Richtig, so ist es. 28 Zoll, wenig Widerstand auf der Straße oder so auf normalen Feldwegen, so ist es also quasi ja zu Hause, das Rad. Das ist halt ein typisches Trekkingbike einfach. Okay, das heißt, ich kann auch mal einen Schotterweg damit fahren, vollkommen problemlos? Kein Problem. Okay. Ja. Hinten habe ich die gleiche Bereifung, das heißt auch 28 Zoll. Ich habe eine Standardbereifung mit drauf. Ja. Und ja, lass uns doch mal, bevor wir auf den Gepäckträger kommen, ja, auf das ganz tolle Akkusystem kommen, denn das ist eine Revolution. Bei Yamaha jetzt quasi eine Revolution. Bosch hat es etwas länger schon, das InTube-System. Das InTube-System selber ist mit 500 Wattstunden ausgestattet und ist jetzt quasi richtig in den Rahmen integriert, sodass es also nicht ganz so hässlich quasi mehr ist. Ja gut, ich sag mal so, es gibt ja Leute, die stehen drauf, dass man den Akku sieht. Ja. Es gibt Leute, die stehen nicht drauf. Und das hier wäre jetzt für die Fraktion, die es ein bisschen aerodynamischer haben wollen. Genau so ist es, ja. Was gefällt dir gut? Mir gefällt das super. Das ist also eins der Lieblingsstücke, die ich hier stehen habe. So, du magst der Highbike. Man kann diesen InTube-Akku, wir werden es gleich mal öffnen, dass wir es mal zeigen. Hier vorne ist die Ladebuchse. Jawohl. Hier vorne ist noch eine Ladebuchse, das heißt, ich kann also hier in der Garage zum Beispiel. In der Garage das auch hier am Rad laden. Ich kann aber auch auf der Arbeit, könnte ich es rausnehmen. Könnte man auch rausnehmen, ja. Also ich habe dann das Ladegerät, habe ich dann im Rucksack. Es gibt sogar die Möglichkeit, ein zweites Ladegerät zu kaufen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 2 Ladestellen habe, dann brauche ich nicht mal das Ladegerät mitschleppen, das geht auch. Genau so ist es. Ja, etwas ganz Tolles hat es dem Andi nämlich angetan. Der hochinnovative und richtig windschnittige InTube-Akku. Man kann den Akku praktisch gar nicht mehr so sehen. Genau. Das ist so, gell Andi? So ist es. Der ist quasi richtig ins Unterrohr eingelassen. So, da gibt es so eine kleine Nippel. Ich zeige es mal gerade hier vorne. Den muss man einfach kurz losmachen. Dann wird so eine Abdeckklacke, die kann man abnehmen. Genau, das ist das Skidplate. Das wird also hier abgezogen.
Und da unten drunter ist der Akku schon direkt. Unten drunter ist der Akku direkt, genau. Der ist auch geschützt mit dem Schlüssel, das heißt, so einfach mitnehmen geht nicht? So einfach mitnehmen geht nicht. Ich muss also hier quasi wirklich aufsperren. Das ist also wirklich versperrt hier. Okay. Und wenn er aufgesperrt ist, dann kommt er schon entgegen. Genau. Genau, wir nehmen mal nicht raus. Wir haben einen rausgenommen, dass man mal sieht, was drin ist. Also das ist der Akku, der komplett im Rahmen verschwindet. Das ist der Akku, der komplett im Rahmen eingelassen ist. Hier unten ist quasi die Aufnahme, die unten am Motor quasi den Strom zur Verfügung stellt dann. Und hier oben ist er quasi eingehängt. Komplett eigentlich die logische Weiterentwicklung von einem normalen Akku. Das Ganze natürlich vielleicht ein bisschen aufwendiger. Im Moment sind die Ersatzakkus noch relativ teuer, muss man sagen. Das stimmt. Wie viel genau, weiß ich jetzt nicht auswendig, was der kostet. Aber wie Ich könnte mir aber jetzt so einen zweiten Akku, was wiegt der ungefähr? 3-4 Kilo? der hat 3,5 Kilo, ja. Ja, genau. Das heißt, ich könnte einen zweiten mitnehmen im Rucksack, locker. Könnte man machen, ja. Also statt einer Flasche Wasser könnte ich einen zweiten mitnehmen, habe dadurch doppelte Reichweite. Genau. Also ohne laden zu müssen. Ne? Ansonsten wird man halt einfach das Ladegerät mitholen, weil wenn man so lange Touren macht, macht man ja normalerweise ja irgendwo mal Halt oder Brotzeit oder irgend sowas. Haben sich viele drauf spezialisiert, haben Steckdosen. Genau, und da gibt es halt eben die Steckdosen halt von den Wirten meistens zur Verfügung gestellt. Oder ich habe irgendwo eine Ladestation, wie bei den meisten Ausflugszielen auch. Ja, ganz großes Thema ist Gepäckträger. Hier haben wir einen richtig stabilen Gepäckträger mit verbaut. Das ist auch nicht serienmäßig, sondern wir haben ein richtiges Trekkingrad. Mit dem kann ich auch schon mal eine Tour machen von Saarbrücken nach Koblenz. Kann zwischendurch übernachten, kann mein ganzes Zeug einfach reinmachen in den Gepäckträger. Kann aber auch natürlich hier prima einen Kindersitz drauf machen. Zum Beispiel, ja, den kann man also hier gut drauf machen. So, ganz großes Thema ist natürlich das Thema Diebstahl an so kleinen. Ich sage, ein Kleinod als Elektrofahrrad sollte man natürlich ordentlich abschließen. Am besten ist, man lässt es gar nicht alleine stehen, aber da gibt es Schlösser. Es gibt zum Beispiel Faltschlösser von Abus, die sind richtig stabil. Nicht nur von Abus, also von Drehlock und wie sie alle heißen. Ja. Man sollte es den Jungs nicht zu leicht machen. Genau so ist es. Ja. Aber was denn noch zu raten? Man sollte nicht nur, ich glaube, das Fahrrad abschließen, am besten am festen Gegenstand, sondern noch einzelne Teile auch noch sichern, oder? Wenn ich die Möglichkeit habe, natürlich. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Helm mit dran lasse am Rad, dann müsste ich es halt mit dem Schloss mitsichern dann, ja. Ist es hier möglich, das Display abzunehmen, hier für den Zweck, das neue? Fest verbaut, das Fest verbaut, das kriege ich so einfach gar nicht runter. Geht nicht runter, ne. Okay. Das bleibt dran. Am besten das Fahrrad dann in Sichtweite machen, abschließen. Also ein gutes Schloss ist zum Beispiel das Bordeaux. Das gibt es sogar als Schloss mit einer Zahlenkombination, vierstellig. Das hat man mal versucht im Internet zu knacken, war gar nicht so einfach. Also die Jungs haben sich teilweise schon die Zähne ausgebissen an dem Bordeaux. Stimmt, und wenn die ein Bordeaux sehen, dann haben die schon meistens keinen Bock mehr, oder? Nö, weil sie dann nur mit schwerem Gerät quasi drauf müssen. Ne? Ja. Das ist meistens, Winkelschleifer. meistens nur mit der Flex, würde man sagen, in Bayern. Ja. Ja, selbst da, gehärteter Stahl, braucht man noch ein bisschen für. Da braucht man auch noch Und ein es paar fällt Minuten. auf. Außerdem, ja, wenn ich mitten in der Fußgängerzone mit der Akkuflex da rumflex, dann sollte man meinen, dass es der ein oder andere sieht. Ja. So, last but not least, wenn wir noch eine Sache besprechen, das ist das Thema Sattel. Ihr seid Spezialist, ihr könnt den Hintern vermessen, wenn du mir das mal kurz zeigst. Das können wir machen, ja. Sollen wir genau. dann gerade vermessen? Ja, vielleicht, ich halte ja die Kamera, da wird es ein bisschen schlecht, denn das ganz wichtigste oder ein wichtiges Thema sind das Thema Sitzknochen. Ihr habt von SQ Lab, habt ihr Sättel da, die haben einen bestimmten Sitzknochenabstand schon gleich im Sattel mit drin und den kann man hier vermessen. Genau. Hier unten ist eine Maßeinheit, erklären wir mal, wie das funktioniert. Also ich habe hier so das Nagelkissen unten drunter. Es tut auch nicht weh. Das tut nicht weh, ne. Man sollte halt nichts hinten drin haben, also sprich kein Geldbeutel, kein irgendwie Stift oder sonst irgendwas in den hinteren Taschen der Hose. Dann wird sowas hier draufgelegt und habe dann quasi hier... Was heißt, wir machen das mal. Du holst mal ein neues, wir vermessen mal deinen Hintern, dass wir das mal sehen, ja. Da war jetzt nicht drauf gefasst. Außerdem hat er noch ein Portemonnaie hinten drin, habe ich gerade gesehen. Er kommt jetzt mal ganz spontan. Dazu brauchen wir ein neues Blatt. Das ist hinten drin. Genau, so ist es. So, und ich kann euch versprechen, wenn ihr jemals Probleme hattet mit einem Sitz, der euch wehtut, am Anfang tut es natürlich immer weh zu Beginn der Saison, aber der euch dauerhaft wehtut, ja, dann macht es mal hier. Das heißt, man setzt sich drauf. Also hier ist jetzt keine Riffelung zu sehen, weil einfach jetzt noch keiner drauf gesessen ist. Wenn ich mich jetzt da drauf setze. Wie ist dein Gewicht ungefähr? Ohne Anwalt sage ich das nicht. Aber es langt, um die reinzudrücken. Genau. Das langt auch bei Kindern, gell? Genau so ist es. Also ich halte mich hier fest, ziehe mich nochmal einmal richtig drauf
und dann habe ich meinen Abdruck in der So, Regel. spätestens jetzt wissen wir es. Genau. So, dann gehe ich immer her und kreise das einfach ein. Hier in dem Bereich. So, und dann mache ich ein Kreuz, um den Mittelpunkt zu finden. Und von da an messe ich dann mit einer Schablone. So, und wenn ich den jetzt quasi hier habe, lege ich auf 0, dann habe ich jetzt 11,5 vom Abstand her. Ungefähr 11,5. Das heißt, ich kann jetzt einen Sattel nehmen, der jetzt ungefähr da reinpasst. Naja, so Einfach ist nicht. einfach ist es nicht, weil ich habe ja noch Größenkorrekturen. Also je nachdem, wie ich auf dem Fahrrad sitze, muss ich halt etwas dazu rechnen. Wenn ich jetzt sage, bei dem schönen neuen Highbike Trekking 6.0 würde ich ungefähr so drauf sitzen, müsste ich jetzt quasi von den 11 noch 3 dazu rechnen. Okay. Und dann habe ich die dementsprechende Sitzbreite. Also Ja, das wären jetzt 14 zum Beispiel. Wenn du mir mal einen 14er zeigst gerade, zu dem wir haben, das steht immer drauf, glaube ich, an dem Sattel. Bei den meisten steht es drauf, das wäre jetzt 15 zum Beispiel. Und der hier, das ist so ein typischer Trekking-Sattel einfach. Der hat jetzt die 14er Breite. Das wäre jetzt quasi der Sattel, der für meinen Sitzknochenabstand passen würde. Okay, das heißt, der funktioniert. Der wäre aber jetzt von der Breite plus minus ein paar Zentimeter. Das heißt, der würde jetzt auf jemand für 13 oder 15 vielleicht auch noch passen. Nee? Nee, das sollte dann schon genau sein. Genau, Das passt ja dann quasi nicht mehr, ne? Weil ich ja durch die Sitzgrößenkorrektur, wenn ich jetzt einen breiteren habe, dann wäre ich ja quasi dann auch höher. Daneben. Dann wäre ich ja quasi bei 15 oder 16 dann von der Breite. Genau, man kann es hier sehen, ihr habt hier so ein Becken. Und ich muss ja quasi mit meinem Sitzknochen so drauf sitzen. Ne? Und das ist halt das Problem jetzt. Der ist jetzt ein bisschen breiter, gell? Der ist jetzt ein bisschen breiter. So, jetzt wenn der mit 13, 14 oder was auch immer von seinem Abstand da drauf sitzen würde, dann würde er Jetzt wieder. siehst du, wenn wird ich er weiter quasi- vorne bin, ist er schmaler. Ja, genau. Und wenn ich weiter hinten bin, dann brauche ich einen breiteren. Genau so ist es. Also den Abstand hier haben wir jetzt gemessen. Ja, okay. So, und wenn der jetzt hier nicht hundertprozentig dann drauf sitzt, Dann hat rutsche er ich ja dauernd wieder runter, Probleme. Genau. dann tut es immer wieder weh. Dann tut es richtig weh, ja. Weil ich dann wie auf einem Pfahl sitze. Ne? Und Warte, ich dann, zeig das mal. Das ist dann jetzt würde er so. quasi so da drauf fahren. Und dann sitze ich nur am Fleisch, das eingequetscht wird und Genau. das sind die Schmerzen, die ich habe. Und das ist genau der Punkt, warum dass man da richtig Probleme kriegt. Genau. Am Anfang von der Saison ist es so, es ist eine Gewöhnung, so die Knochenhaut, die muss ich erst nochmal an das Satteln gewöhnen. Man sagt immer, Sitzfleisch muss ich erst aufbauen. Genau so ist es. Also so das erste Monat wird es immer wehtun. Also wenn es ein bisschen härter ist, der hier sieht jetzt ein bisschen härter aus, auch ich sag mal, das ist am Anfang ein bisschen Gewöhnungszeit, sind aber die Sitzknochen mal ausgemessen und das passt, dann hat man eigentlich einen richtig tollen Sattel. Es tut gar nicht mehr weh und das ist das Ziel. Genau so ist es. Ja. Das kann man erreichen, gar nicht mehr wehtun. In fast allen Fällen? In den meisten Fällen haben wir es genau so, dass das dann auch passt für Also denjenigen. Leute, die nicht beraten worden sind, sich einen Sattel nach dem anderen kaufen, ganz weiche Gelsattel zum Beispiel, lösen das Problem auch nicht. Bringt meistens nichts, wenn ich nicht die Sitzbreite messe. Ja. Weil dann oft das Problem ist, also wenn man es dann wirklich hinkriegt, ohne zu messen, dann ist es echt Zufall. Okay, klasse. So, lieber Andi, danach haben wir nochmal. Baldes. Einen zweiten Andi, nämlich den Andi Breit, genau. Ihr habt sogar noch beides noch B, A, B Genau, noch dahinter, das ist ja, mit allem furchtbar, und ne? dran. Du bist neu dabei und neu dabei. wir sind bei Caribla Bikes, richtig? Jawohl, so ist es. Ja, das Ganze ist das Thema Fachberatung. Ihr habt einige Leute nachgerüstet, unter anderem dich. Ja. Du machst seit 20 Jahren Fahrrädern, das merkt man auch. Also du bist immer am Strahlen, am Lächeln, lässt dich so leicht nicht aus der Ruhe bringen. Ja. Denn ihr habt samstags schon mal richtig viel zu tun. Heute ist der erste Tag, wo man ein bisschen ruhiger ist, Heute ist mal dass wir ruhig, drehen ja. konnten. Genau. Die Öffnungszeiten. Die sind von 10 bis 18 Uhr, von Dienstag bis Samstag. Ja, Montag ist geschlossen. Montag Da ist seid ihr geschlossen. zwar auch hier am Arbeiten, man kommt da nicht rein, weil ihr müsst aufarbeiten. Ab und zu, ja. Aber von Dienstag bis Samstag durchgehend von 10 bis 18 Uhr. Genau so ist es. Ja, wir sind im EKC im Bus. Das ist euer Geschäft. Also ihr habt eine riesen Auswahl hier. Schön groß. Ja, super groß. Ja, und das Schöne ist, was ganz Neues. Andi, komm mal kurz mit. Was wir hier haben, ist nämlich eine ganz neue Abteilung, ist die Werkstatt. Und da können wir mal ganz kurz reingucken. Wir schauen mal so ein bisschen hinter die Kulissen von der Werkstatt. Das sieht so aus. Was ihr auch wissen solltet, ist, das ganze Thema kann auch geleast werden. Wir haben eine eigene Abteilung. Man kann mich beim Leasing bis zu 40% sparen. Das hängt natürlich von der Lohnsteuerklasse ab und von vielen Parametern, indem man das Fahrrad durch den Arbeitgeber durch einen Lohnabzug finanzieren lässt. Genau so ist es. Ja, das heißt, ich kriege so einen Lohn abgezogen. Vom Bruttolohn, genau, und nicht vom Nettolohn. Das ist halt der feine Unterschied. Dadurch spare ich mir halt wirklich Geld. Ja. Wie funktioniert das? Also sprich, der Arbeitgeber macht mit einer Leasinggesellschaft einen Vertrag,
Und wir machen quasi das Angebot für die Leasinggesellschaft. Das wird dann eingereicht beim Lohbüro oder bei der Leasinggesellschaft dann auch. Und dann wird es halt bearbeitet in dem Sinn und dann habe ich mein Fahrrad eigentlich schon. So einfach kann es dann gehen. Ja. Ja, ihr habt schon einige Firmen, also unter anderem Globus macht das hier in St. Louis, das kann man nennen, der ist kein Thema, aber viele Kunden da. Also ein Globus-Mitarbeiter sieht, viele Kollegen waren schon da. Das unterstützt der Arbeitgeber. Der Antrag, der Rahmenvertrag ist kostenfrei. Genau, so ist es. Also das heißt, das Unternehmen macht erstmal einen Rahmenvertrag, kurze Bonitätsprüfung wird dann gemacht und dann kann der Mitarbeiter hingehen, kann sich hier ein Fahrrad aussuchen, den Rest wickelt ihr ab. Genau so ist es. Er kriegt dann entweder eine ID oder muss eine E-Mail-Adresse abgeben bei uns und dann geht das in die Gänge. Ja. Ja, vielen Dank, Andi. Gerne. Bis zum nächsten Mal bei Kai Gimler Bikes. Danke fürs Zuschauen.